Naja, zuerst einmal Prost. Ja, Schön, dass ihr da seid. Was tut man heute? Spaghetti Olio. Spaghetti alle Olio? Ja. Alten Garnelen habe ich da auch mitgenommen. Danke vielmals. Schauen wir mal. Und jetzt mal was fragen. Ja, bitte. Der Papa hat uns den Josef vom Uropa bei der Sorg drin im Angertal das gezeigt. Wie er noch drin war, was er mit dem Vater vom Papa erlebt hat. Ja. Der Opa und der Papa, ich würde sagen, die waren sich sehr ähnlich. Und dadurch hat das auch nicht so funktioniert. Der Papa wollte im Sendelhof immer einiges schon verändern. Ja. Und der Opa hat ihn eigentlich nicht lassen. Er hat ihn einfach nicht ernst genommen. Und da hat der Papa eigentlich schon sehr, sehr schwer gehabt. Komm rein! Hanni, komm! Und ich muss sagen, ich habe mich aber eigentlich mit dem Opa sehr gut verstanden. Erstens habe ich ihn geschätzt, was er alles gemacht hat. Also, und er war ja auch ein Vordenker. Es war immerhin im Sendelhof das erste Freibad, wo viele Einheimische schwimmen gelernt haben. Da hat es noch gar keine Therme gegeben. Der Opa, er hat 72 den Betrieb dir übergeben. Und du warst ja sehr lange ein Junggeselle, das muss man jetzt auch dazu sagen. Das war ja auch nicht so ohne. Da bist du nicht zugelaufen. Naja, ich bin dazugelaufen, so kann man sagen. Du hast den grünen Baum damals gebaut. Ich habe einen grünen Baum und habe den Papa kennengelernt bei einem Fest, das habe ich schon gesagt. Zuerst am Anfang hat er mir nicht so gefallen, sage ich dir ganz ehrlich. Na gut, auf jeden Fall 82 haben wir dann geheiratet. Und wie ich dann mein Erbteil von Kärnten, von daheim gekriegt habe, ich habe Wald gehabt, dann war halt einfach einmal ein Gespräch mit dem Opa. Ich wollte einen Grund im Angertal drin kaufen. Und da war er ganz entsetzt und hat dann gesagt, ja, kauf halt mir doch ein Stückchen ab. Und ja, und so kam es, dass wir einen Teil vom Grund wieder zurückgekauft haben zum Sendelhof. Und das war auch meine Vision. Ich wollte eigentlich Sendelhof immer, dass Sendelhof wieder wird, so wie es war. Wie sollst du meine Eltern in einem Satz beschreiben? Die sind einfach Vorbilder für mich. Also wir sind wo aufgewachsen, wo wir stolz sind, wo wir gesehen haben, sie dann was so viel mitgenommen. Ja, aber die alte Halle war halt auch gut. Die alte Halle, ja. Dann der Eingang. Wir haben jedes Jahr umgebaut, investiert. Jedes Jahr von 82 weg. Immer in die Zukunft eigentlich. Immer, was verlangt der Markt. Ich war die halt vermietet hat und so. Und er war mein Baumensch. Und ich habe immer gesagt, du, jetzt werden Familienzimmer gefragt. Und er hat es mir halt dann gebaut. Es ist zwar heutzutage auch so, dass du immer anpassen musst. Du kannst nicht sagen, so, das haben wir und das fahren wir durch. Wir haben gar nicht lange herumgetan, sondern wir haben es einfach gemacht. Wir haben gewusst, wir brauchen das, dass wir wieder Gäste kriegen und weiter muss gehen. Nein, man hat eigentlich immer gut ausgewirtschaftet, muss man jetzt auch dazu sagen. Also du hast halt für Wintersaison, nach der Wintersaison hast du wieder ein bisschen ein Gerstl gehabt, weil du verdient hast. Und mit denen haben wir dann in April bis Mitte Mai wieder investiert. Wir haben ja immer investiert. Die Apartmenthäuser, genau. Ja, da war er dann schon voll mit dem Architekt und alles dabei. Auch. Da hat er in der Schweiz gearbeitet. Genau. Da haben wir gesagt, wollt ihr das oder wollt ihr es nicht? Ich habe gesagt, ja, wir wollen das. Ja, da sind wir zusammen. Da war ja unser Elternhaus da unten, Privathaus. Und da drauf gebaut sind die Apartments. Mehr oder weniger abgerissen worden und neu gebaut. Ne? Ja. Waren wir auch wieder die Ersten mit diesem Angebot, mit den Apartments. Dann haben sie alle nachgezogen. Naja, Apartment, bei uns haben sie schwimmen gehen können, dann können sie ins Restaurant kommen. Sie können frühstücken kommen. Ich kann auch sagen, ich will jeden Tag aufgeräumt haben, also das hat man ja alles irgendwie ermöglicht. Und ja, eine andere Schiene wollte man da einfach einschlagen einmal. Einen anderen Gast wieder ansprechen und auch Familien ein bisschen helfen. Nicht jetzt in einem Hotel, was ja dann doch
bisschen kostspieliger ist, sondern in einem Apartment zu wohnen, wo er dann selber sagt, das kann ich mir leisten oder das nicht. Und trotzdem habe ich das Hotelangebot. Das war eigentlich der Hintergedanke damals. Ja, es ist was Besonderes. Josef Sendelhofer, 5. Generation, unglaublich. 1938 ist das begonnen worden. Das waren noch Zeiten. Da sind die Gäste jedes Jahr zur gleichen Zeit Jahrzehnte gekommen. Die Sendelhofers verstehen es immer wieder aufs Neue, dass vor allem die Stammgäste ihnen bleiben treu. Du bist eigentlich einmal im Jahr 3 Wochen Urlaub gefahren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist auch für mich schön, wenn ich heute reingehe und von mir noch Gäste sehe, die bei mir zu Gast waren und heute eben beim Lukas, Martina und Eva. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Eine andere Zeit, wo sie gelebt haben, was sicher auch anders war wie jetzt. Es ist sicher alles viel schnelllebiger bei uns. Fast alle paar Jahre eine Änderung irgendwie. Publikum ändert sich. Ja, alles der ändert Trend. sich. Die Trends. Ist immer wieder. Und ja, wir waren auch, kannst du sagen, jeden Tag im Geschäft, auch am Abend. Du bist sowieso von Tisch zu Tisch gegangen, das war damals noch so, zu den Gästen. Ja, man hat früher mehr Kontakt gehabt, weil Ja. jetzt sind alles kurzfristig. Ja, heute ist alles ganz anders. Und früher sind die Leute auch Wochen geblieben oder sogar 3 Wochen. Ja, da ist Ja. eine andere Beziehung dann, wie wenn einer 3 Tage da ist, das ist ganz klar. War anders, ja. Man hat auch freundschaftliche Verhältnisse irgendwie mit den Gästen gehabt, gell? Du musst halt mehr in die Werbung einsetzen, also dass du zum Gast kommst. Das hat sich alles verändert. Vielleicht kommt es wieder zurück, dass eine Ansichtskarte genügt, dass er sagt, da war ich, da möchte ich wieder hin. Ich weiß nicht. Also ich glaube, für die Mama war es einfacher wie für den Papa. Und es war irgendwie auch schnell eigentlich einmal Thema, okay, sie zieht sich zurück und ist halt für Deko-Sachen und so Sachen schon noch da, aber nichts Aktives mehr. Hotellerie, wenn du ein Hotel, ein Restaurant, wenn du selbstständig bist, dann heißt das nicht nur, dass du der Bloser wirst oder dass du Schnitzel kochen kannst, sondern du musst dich auskennen vom Installateur bis zum Architekt, bis zum Elektriker. Du musst überall ein bisschen Ahnung haben. Der Papa, ja, das ist halt so peu à peu. Also er ist schon da, aber hat keine aktiven Sachen mehr. Aber er ist trotzdem wichtig, dass er halt kontrollieren geht und macht und tut. Was man an KW nicht jeden Tag, aber einen Schnitt schauen wir. Das wird dir schon weitergeben, weil du läufst ja gern von Kind an mit deinem Papa mit in der Technik und schaust dir Sachen an, wie er was macht. Und umso älter du wirst, umso mehr erklärt er da, umso mehr wächst er mit ein. Das ist einfach Learning by Doing. Und man hat halt das Glück, wenn das einer vor dir oder 2 vor dir gemacht haben, dass dir die schon, was sie Fehler gemacht haben, mitgeben. Aber so musst du es einmal machen jetzt. Also so auch mit so viel Leidenschaft, mit so viel Energie. 40 Jahre Sendelhof, das passt schon. Und es geht wunderbar weiter. Das ist das Schöne. Ja, darum sind wir auch sehr, sehr stolz auf unsere Kinder.